Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Elmar Friedrichs und ich bin bei Jola für das Marketing zuständig. Im Jahr 2022 feiern wir unser 70-jähriges Firmenjubiläum. Aus diesem Anlass haben wir uns mit den Anfängen, bildlich gesprochen, mit der Geburt unseres Unternehmens beschäftigt. Denn die Wiege von Jola stand in der Elektrowerkstatt der Tuchfabrik Gebrüder Haas. Hier arbeitete Anfang der 1950er Jahre als innovativer Tüftler der Elektriker Josef Lambrecht. Und an exakt jenen Ort, an dem sein Schreibtisch damals stand, hatten wir bei der Jubiläumsfeier am 16. Juli diese Wiege hier mit dem ältesten Jola-Schalter ausgestellt. In mehreren Gesprächen gingen wir den Hintergründen dazu auf die Spur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jola. Happy birthday to you. Oftmals wird man gefragt, wie hat denn das überhaupt mit Jola angefangen? Ja, Jolas Wiege liegt in der Tuchfabrik Gebrüder Haas. Die Tuchfabrik Gebrüder Haas war eine Volltuchfabrik mit allen Abteilungen, auch einer Färberei, einer Nassabteilung. In dieser Nassabteilung gab es Probleme. Denn da war es feucht, da gab es Spritzer und die herkömmlichen Schalter korrodierten, es gab Kurzschlüsse, die Maschinen hatten Stillstand. Damit es in einer Tuchfabrik nicht zum Stillstand kam, hatten die Volltuchfabriken meist gewisse Handwerker in den Betrieben eingestellt. So zum Beispiel Tischer, Schlosser, Elektriker, damit es eben zu keinem Stillstand kam, wenn an einer Maschine irgendwo mal was kaputt war. Das musste schnell repariert werden und dann konnten die Maschinen schnell wieder weiterlaufen. So gab es eben auch einen Elektriker in der Firma Gebrüder Haas, das war der Herr Josef Lambrecht. Der nahm sich des Problems an, was an den Stückfärberapparaten geschah oder in diesen Färbereiabteilungen. Er entwickelte, und ich zitiere, einen wasserdichten Steuerschalter für Antriebe in nassen Betrieben, insbesondere Stückfärbeapparate. Für diesen Steuerschalter in nassen Betrieben wurde auch am 6. August 1950 ein Patent eingereicht, was dann noch später erteilt wurde. Dieser zunächst nur für nasse Betriebe entwickelte Schalter ließ sich aber auch anderweitig sehr gut verwenden, an allen möglichen Maschinen als Notschalter, zum Ein- oder Ausschalter, und so entwickelte man weiter. Im Jahre 1951, und zwar am 12. Juli, wurde ein weiterer Antrag gestellt auf Patenterteilung für den Schwimmerschalter. Auch dieses Patent wurde erteilt. Der Weg führte langsam aber sicher zu einer Gründung, der Gründung von Karl Martill und seiner Ehefrau Lieselotte Martill, der Jola Spezialschalter
GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dieses geschah am 3. Dezember 1952. Ja, und der Lamprecht, da hatte, man weiß es nicht, ja, seine Gedanken waren, einige denken, da hat es wegen dieser Färbeapparate gemacht, ja, und dann hat er, das weiß ich noch, ich war oft auch in der Schlosserei, habe ich jetzt letztes Mal erzählt, und dann haben die Schlosser dann diese Niveauschalter, haben die da gemacht, ja. Und da war ein Schalter war da drin, das war ein Hohlraum, und das andere wurde ausgegossen mit Harz. Ja. Ja, mit Harz. Und da sieht man ja, ne? Sehen Sie, da sind die Quecksilberschalter da aufgezeigt und hier auch. Ja, und der Herr Kölsch, der hat damals schon, als ich da anfing, 1951, hat er die Korrespondenz gemacht. Also der Lamprecht, der hat mit seinem abgebrochenen Bleistift, hat er da oben gesessen an seinem Schreibtisch, ja, und hat da was zu Papier gebracht, und der Herr Kölsch hat es dann mit der Schreibmaschine geschrieben. Wo sitzt er denn? Der sitzt da hinten, da irgendwo. Ja, und wenn der keine Zeit hat, habe ich das gemacht. Und so bin ich halt zum Herrn Josef Lamprecht gekommen. Und ja, er war schon sehr eigen, der Lamprecht. Ja. Also Blick nach unten. Ja, nach vorne. Ja. Immer Blick nach unten. Da war immer in Gedanken. Ja. Da war immer irgendwo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yola. Happy birthday to you. Ja. Der Josef Lamprecht war hier unten? Nee, hier oben. Da, wo dieses ehemalige kleine Büro war. Ja, hier links, ja. Hier oben links. Da oben, wo die neuen Fenster sind. Links. Die kleinen. Praktisch da, da ist ja die Aussparung, wo der Transporter steht, und da drüber. Ja, aber ganz links in der Ecke. Ganz links in der Ecke, genau. Ja, da war sein Büro. Und das linke Fenster, hier von hier aus gesehen, das linke Fenster. War das ein Raum oder war das war ein Raum. Und daneben waren die Elektriker, der Eckel und so weiter, wie die hießen. Die hatten da ihre Werkstatt. Ja, da ist so eine schmale Treppe hochgegangen, weiß ich. Ja. Also hier war das, da hat er gesessen, und da hat er so einen ganz kleinen so einen Schreibtisch gehabt, ja. Und da hat er gearbeitet und hat seine Gedanken da schweifen lassen, denke ich mir. Also der Herr Lamprecht hat hier seine Briefe geschrieben. Wie ich habe es letzte Mal gesagt, ein Bleistift, der war nur noch 3 oder 4 Zentimeter lang, und sparsamer Mann halt. Und die Konzepte, die hat er dann rübergebracht zu uns, das heißt zu Herrn Kölsch und Dicker. Ne? Und Herr Kölsch, der hat dann praktisch die Korrespondenz gemacht, und wenn der Herr Kölsch nicht da war oder keine Zeit, dann habe ich das gemacht. Und der Herr Kölsch, der hat dann, wie gesagt, oder wir haben dann die Briefe geschrieben, ja, verschiedene Stellen. Also Bestellungen und ja, technische Ausarbeitung, die der Lamprecht gemacht hat. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, da war in
Mannheim bei der Straßenbau, bei der Stadtverwaltung, hat er seine Schalter vorgestellt. Ja. Und ich weiß noch, die Schalter, diese Quecksilberschalter, das waren den habe ich mal geschenkt bekommen. Das war so, wie so ein kleines Glasfläschchen mit 2 Drähte hinten dran, da war Quecksilber drin. Ja. Aber da hat man nur einen ausschalten können. Ne? Also zum Beispiel für die Niveauregler, da war so ein Schalter drin. Ja. Ne? Der Schwimmerschalter, da war da unten, wenn das Wasser gestiegen ist in einem Fass oder dann ist er hochgeschwommen, wenn er dann eine entsprechende Lage hatte. Und dann ist das Quecksilber zu diesen 2 Kontakten gekommen und hat dann ein Lämpchen oder irgendwie was angeschaltet. Und dann war der übernächste, je nachdem wie groß das Gefäß war. Sogenannte Niveauschalter. Ja. Und dann hat er noch Anbauschalter gemacht. Ja. Und diese Anbauschalter, das waren so Ringschalter, die waren so Ring, da war Quecksilber drin, aber mit verschiedenen Anschlüssen. Und das hat der Lamprecht dann die Schalter dazu gebaut. Ne? Und vor allem da in der Färberei. Ne? Die Färberei, die Schalter, die waren oft defekt. Und das war eigentlich der Aufhänger, glaube ich, für ihn. Und er hat dann eben diese Quecksilberschalter eingebaut. Und dann gab es keine Störungen mehr. Und der Kelch, von dem ich jetzt gesprochen habe, der war auf dem Büro. Richtig, dann habe ich auch gekannt. Erich Kelch. Da war auch immer die Differenz mit der Schlosserei, ne? Ja. Weil die mussten ja alles am Anfang für die Jola was machen. Ne? Die haben diese Schwimmerschalter gemacht. Das erste war ein sogenannter Anbauschalter für die Färberei. Ja. Und die haben sie aus Voll-Alu-Stange haben sie die Gehäuse gedreht. Ja. Und weil es war ja alles, der hat nichts gekauft, immer was da war, da haben sie aus einer dicke Alustange haben sie Gehäuse gedreht, nicht? Da mussten sie ja ausdrehen. Ja, da haben sie Und dann war halt immer die Differenz, wenn der Lamprecht zu denen ist und hat gesagt, man braucht das, denkst du, Menge Zeit. Nicht? Genau. Das war ja gedacht für die Färberei, nicht? Genau. Weil da war ja immer so viel, da war ja noch kein richtiger Absauger da. Nicht? Die Leute waren ja schon schwer da in dem Nebel da drin. Nicht? Wenn ich also mal zum Först, das war der Meister da, da bin ich als rein und habe die Hände davor, damit ich nicht irgendwo stolper oder falle in so einen Bottich rein. Nicht? So starker Nebel war da drin. Und da war einer, der geheißen, der kam als raus und hat gehustet. Nicht? Also das war schon. Klar, das ist ja schon. Das könnte man heute nicht mehr machen. Nicht? Nee. Das war gedacht für die Färberei, weil ja war so große Stangen, die ausgeschaltet haben. Nicht? Und so konnten sie ja überall konnten sie drehen, nicht? An der Stange. Und so mussten sie immer hin und her laufen. Und so brauchen sie gerade rumdrehen und dann das war der Quecksilber. Aber das war genau so, das Vergießen, das war ein großes Problem am Anfang, weil durch das Aushärten von dem Harz, der hat anscheinend Wärme erzeugt und da sind die Quecksilber innen gesprungen. Bis wir mal die richtige Mischung da Haus hatten, wurde ja dann mit Quarz versetzt, damit irgendwie, das weiß ich so genau nicht, aber ich weiß nur, dass immer die Versuche gemacht wurden, dass es nicht mit rein am Anfang des Harz hat schon mal gewisse Wärme erzeugt und da sind die Röhre innen, Glasröhren sind immer, die haben sich auch erhitzt, das sind immer gesprungen.
So waren das als die ersten Probleme. Ne? Wer gedenkt noch, der Lambrechter Sepp, wie er mal da durchgegangen ist, da hat er die erste Anbauschalter verkauft. Da hat er die Anbauschalter, hat er da einen Buckel gehabt, das Kabel da vorne runter, ist ganz stolz da durch. Nicht? Ja. Und so war's. Da haben wir dann die erste Drehmaschine gekauft. Dann hat ein Gruber, ich weiß nicht, ob du den gekannt hast. Der hat dann als Erdreher. Und dann sind wir da hochgezogen. Da war mal früher, ich weiß nicht, was da genau drin war, in dem Hochbau. Ganz oben waren wir da. Hier? Ja. Da, wo die Rauerei war. Bitte? Wo die Rauerei war. Ich weiß nicht hundertprozentig, was da drin war. Jedenfalls war es leer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yola. Happy birthday to you. Der hat sich relativ intensiv auch mit dem Josef Lambrecht beschäftigt, obwohl er ihn natürlich nie gekannt hat. Wer war das? Mein Vater, sein Mann. Also schon ein bisschen kreatives Chaos. Ja. Und für uns als Kinder war das natürlich super. Ja. Man konnte da drin rumtauchen und die Bilder angucken. Es waren ja viel naturwissenschaftliche Bücher. Da war ja unfassbar vielseitig interessiert. Ja. Es waren technische Sachen natürlich dabei. Aber auch alles Konstruktion. Ja. Es war wenig politisches Zeug. Er schien wohl politisch jetzt nicht so interessiert zu sein. Ja. Sozusagen. Und der Keller, das war auch so was ähnlich wie mit den Büchern. Ja. Das war für uns Kinder war das auch ein riesen Spielplatz, Abenteuerspielplatz. Also wir haben da viel. So, man hat ja die Raumschiff Oregon gesehen oder so, die ersten Science-Fiction-Filme. Die haben wir dann nachgespielt im Keller. Ja, das muss man sich vorstellen, also meine Schwester und ich. Wir sind da rein und haben da im Prinzip diese Schaltzentrale oder das Steuerkommandozentrale vom Raumschiff Oregon nachgestellt. Weil der hatte unglaublich viele Apparaturen, ja, mit diesem, wie heißt das Material nochmal, aus dem die alten Telefone gebaut sind. Genau. Ja. Da waren unglaublich viele Apparaturen von dem Material her gesehen, viele Schalter, Relais, sehr viele Relais, weiß ich noch. Und hat er rumexperimentiert, glaube ich, auch mit so Kopfhörern. Er hatte unglaublich viele Kopfhörer. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was er damit gemacht hat. Also es steht ja jetzt nicht im Zusammenhang von einer irgendwie Schaltvorrichtung oder Mikrosteuerung oder was weiß ich. Ne? Also es ist schon überraschend. Und da kann man das natürlich wunderbar alles nachstellen. Ne? Und es scheint wohl auch der Ort gewesen zu sein, wo man dann auch ein bisschen zu Hause produziert hat, sozusagen. Warum er das gemacht hat, finde ich auch irgendwie interessant. Warum ist es zu Hause auch teilweise produziert worden? Ihr habt auch geholfen, im Keller und in der Küche die Schalter herzustellen. Ne? In der Küche? In der Küche. Ganz einfach in der Küche. Ja, irgendwie war das dann alles im Keller gelagert. Also ich kenne es nicht aus der Küche, ich kenne es aus dem Keller. Aber meine Mutter sagte, also montiert wurde oder gefertigt oder Prototypen. Ich denke mal, das war so ein Prototypenbau. Das ist dann in der Küche passiert. Ne? Das hat sich mir noch ausgesehen, der Küche. Oh je, das ist Leute. Aber das war gefährlich mit dem Quecksilber da. Das andere war nicht so schlimm, gell? Aber bis es den Dreck weg gehabt hat, das war dem egal. Das hätte er ja allein machen können. Aber da hat er. Oder ich weiß nicht. Wie war das dann mit ihm zu arbeiten? War das angenehm oder war das stressig? Oder? Wie war das mit ihm zu arbeiten? War das stressig oder war das? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber mit dem Quecksilber hat man ein bisschen. Das habe ich erst später erfahren, dass das Quecksilber ist. So hat er uns erst vielleicht später gesagt. Da hat er gedacht, probierst du mal da aus. No. Ich war ja damals, wie alt war ich da, wie wir da geschafft haben in der Küche. Ja, das war schon. Ja, genau, 50 rum, 10 Jahre. 12 Jahre? Ja, vielleicht so 10, 12. 10, 12 Jahre? Ja. Was wir alles geschafft haben, ne? Ja. Da hat, glaube ich, alles als Bischof mehr gelernt. Also, da ist ja auch nicht in die Schule gegangen, ne?
Da ist in der Wald gegangen und hat Bücher mitgenommen, ein paar Stück, hat sich den ganzen Tag in der Wald geguckt und hat da gelesen. Das war seltsam, ne? Aber meine Mutter war das schon gewöhnt. Ne? Da war sowieso mit so einem Gedanken immer wohnest. Da war immer ein bisschen so abwesend. Oder? Da war immer am Denken. Und so ist er auch nachts schlafen können. Er ist immer aufgeblieben, ne? Mit Kaffee und alles. Also das war schon wirklich komisch. Nicht? Komisch kann man auch nicht sagen. Da war sowieso so eigensinnig, gell? Also, und hat auch gemacht, was da hat schon nichts sagen lassen. Der hat gemacht, was er gewollt hat. Da war es so halt, kann ich nichts machen. Ein festlicher Laune war wohl eher ein introvertierter Typ. Ja, was du erzählst, er war eher ein ruhiger Typ. Er war eher ruhig. So ein introvertierter Typ. Ne? Ja, das aber wenn er stimmt. dann so viel Glück hatte. Aber dann ist es losgegangen. Dann haben wir noch Französisch gebabbelt. Ja. Pizza erzählen, Ehrlich? Französisch. Das wusste ich schon. Da wollte ich immer Gesellschaft haben und da konnte ich schon noch Oh, mehr. ja. Und, Ja, ja. und da, wo du Aber Karten nicht, dass der viel spielen geschlafen hat. haben. Der Typ, der hat nicht viel geschlafen. Also ich glaube, das war so ein Nachtmensch. Ich war ein Nachtmensch, aber meistens nachts aufgeguckt. Das war ein sehr Und da, ungesundes das ist schon beachtet, das ist erfunden da nachts. Ne? Das war ein sehr Und, ungesundes Leben eigentlich, ne, was er geführt hat. Ne? Also, es war ein sehr ungesundes, unstetiges Leben, eigentlich so von der Lebensführung. War das bestimmt jetzt nicht gesundheitsfördernd, der Lebensstil. Deswegen ist er auch so früh gestorben. Ja, der wollte Pfarrer werden. Der wollte es aber trotzdem nicht, weil er so lange gut die Welt anziehen musste. Der wische so etwas. Ne? Das wird gestört, sowas. Ne? Aber er ist jeden Tag an der katholischen Kirche vorbeigelaufen. Das war so viel, als wenn er neu gegangen wäre. Als wenn er immer neu gegangen wäre. Der Lamprecht, der hat gern gegessen, das auch noch. Der hat gern gegessen und getrunken. War alles. Aber das immer raus sonntags in der Wald. Da waren wir aber bis oben zum 8. Fett. Da sind ja so viele Waldhäuser, ne? Bei uns. Und einen sind es auch noch. Einer Waldhüter in die andere. Da war er also auch unterwegs. Da hat ja die präsentieren müssen, die Schalter, ne? Ja. Der hat ja als mal wohin fahren müssen. Aber alles mit dem Zug, ne, damals. Da hat kein Auto gehabt, ne? Und in St. Gallen, weiß ich was, war er. In Ruhpolding. In Baden-Württemberg auch noch irgendwo. Und der hat uns aber immer mitgenommen. Meine Mutter, die wollte immer haben, dass sie mitgeht. Und ich habe nicht allein daheim bleiben können, das geht nicht. Und dann hat er mich aus der Schule auch raus, er ist zum Clemens gegangen, zum Lehrer, und hat immer gesagt, ob ich dann mit darf. Nicht? Also, der hat uns immer mitgenommen, das war wie Urlaub noch. Nicht? Wir haben dann anschließend noch ein bisschen Urlaub gemacht. Da wollte ich auch mal selber eine Firma gründen. Ja, das soll er machen. Aber der hat sein Haus verkaufen müssen, da hat er das Geld nicht gehabt. Ja, investieren müssen. Und, aber er wäre, glaube ich, kein Geschäftsmann. So. Und er hat jetzt dann am Schluss noch einmal irgendwas angefangen. Ja. Ein Patent hat es nicht fertig gebracht, da ist er gestorben. Er ist so früh gestorben, mit 50. Ne? Weißt du, was das war? Was das war, weiß ich jetzt nicht. Das ist, weiß ich nicht. Hat nochmal ein Patent angefangen. Also. Ja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yola. Happy birthday to you.
So haben wir es nun also pünktlich zum 70. Firmenjubiläum geschafft, etwas mehr über die Geburt der Jola-Schalter und damit unseres Unternehmens herauszufinden. Seit den 1950er Jahren blieb es natürlich nicht nur bei 2 Produkten. Es wurden viele neue Geräte entwickelt und die Endschalter und Niveauregelgeräte wurden unter anderem durch Sensoren zur Leckagedetektion erweitert. Wer detaillierte Informationen erhalten möchte, kann diese gerne telefonisch, per E-Mail oder auf unserer Webseite anfordern. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder der Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an der Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Bis bald!